Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Fujitsu und zwar ein Livebook und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar direkt hier. Und ja, also mit dieser Nummer findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, das ist ein Touch-Display. Das kann man auch einzeln tauschen. Bei der Tastatur und dem Touchpad ist es allerdings so, die kommen zusammen mit dem Topcase. Die beiden Clickpads hier, die könnte man allerdings tatsächlich einzeln tauschen. So, um das Gerät zu öffnen, muss man hier eigentlich wirklich nur alle Schrauben lösen. Einmal die, hier vorne und auch diese beiden. Und die beiden sind etwas kürzer als die anderen. Das heißt, die einfach getrennt aufbewahren. Und ja, dann hat man das im Grunde genommen eigentlich auch schon erledigt, weil die Unterseite ist im Grunde genommen nicht eingerastet. Die liegt nur drauf und die kann man dann einfach abnehmen. Ich nehme hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset, verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen habe ich mir jetzt hier schon zurechtgelegt. Und ja, da kann man für die Schrauben und auch für alles im Gerät dann als Aufsatz einfach ein PH0 nehmen. Und ja, wie gesagt, das ist hier tatsächlich nicht eingerastet. Da die komplette Unterseite wird nur von den Schrauben gehalten, aber man muss da gar keinen Öffner oder irgendwas nehmen. Man kann die einfach dann hier vom Gerät nehmen und ja, kommt da wirklich super einfach an alles ran. Einen Hinweis würde ich allerdings noch schnell geben, und zwar sind hier an den Ecken sind so kleine Gummipads und die sind dafür gedacht, wenn man das Gerät quasi hinstellt, dass das hier ja eben nicht direkt auf dem Gehäuse sitzt. Und beim Abmachen, und das ist mir ja jetzt auch schon gerade eben passiert, ja, fallen die oft einfach runter. Da kann es sein, dass das dann auch im Gehäuse vielleicht noch drin sitzt. Also hier auf jeden Fall schauen, dass man die ja nicht verliert, dass man da so ein bisschen ein Auge drauf hat, dass die da drauf bleiben. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erstmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall ist der Akku direkt aufs Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir nehmen den auch gleich raus. Dafür nimmt man diese Schrauben hier raus. Ja, und kann dann den Akku eben einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und da sieht man hier, wo der aufgesteckt ist. Ja, und dann kann man den so gegebenenfalls eben auch gleich tauschen, wenn man das muss. So, was man hier noch sehen kann, ist, dass es keinen RAM gibt. Also natürlich gibt es einen RAM, aber der ist aufgelötet. Man kann also den RAM nicht erweitern oder tauschen. Wir sehen hier die SSD. Hier ist das LTE-Modul. Direkt oben drüber ist das WLAN-Modul. Man kann bei dem Gerät hier auch die Strombuchse einzeln tauschen. Also wenn die einmal flöten geht, muss man nur die beiden Schrauben vom Scharnier hier lösen und kommt so an die Strombuchse dran. Die geht hier zum Mainboard, das heißt, die kann man dann einfach rausziehen. Super praktisch.
Und ja, hier unten sieht man auch das ganze Konstrukt für die Clickpads. Also sollte man da wirklich mal dran müssen, muss man hier diese kleine Platine rausnehmen und dann eben auch dieses Blech, und so kommt man dann an die Clickpads ran. Prinzipiell, wenn man diese Kabel hier aus irgendeinem Grund mal lösen muss, muss man ein bisschen aufpassen. Das sind nämlich Kippschalter. Das heißt, ja, hier das Kabel nicht einfach rausziehen, das wird immer erst aufgeklappt, quasi so. Und dann kann man das rausziehen. Das wäre jetzt auch bei dem Stecker zum Beispiel so, bei dem direkt nebendran. Bei dem Stecker wäre das so, bei denen hier, da wird es nur in die andere Richtung aufgeklappt. Und ja, also das so nebenbei. Ja, und dann muss man hier eigentlich nur beim Wiederverbinden schauen, dass das wirklich wieder richtig drin steckt. Das ganz zum Anschlag zuklappen. Und ja, dann hat man das auch. So, die SSD lässt sich, ja, wie bei allen Geräten eigentlich super einfach tauschen. Da ist jetzt hier halt so ein Klebeband drauf, dass, wenn man die tauschen will, macht man das dann hier ab und macht es auf die neue wieder drauf. Auf jeden Fall, die SSD selber wird nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Ja, und da nehme ich jetzt mal einen kleineren Aufsatz. Da nehme ich jetzt in dem Fall mal ein PH00. Um da überhaupt reinzukommen. Ja, das geht deutlich besser. Genau, und dann kann man die SSD hier so minimal nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Da ist nämlich meistens hier noch so ein kleiner Kühlstreifen drunter, der die so ein bisschen festklebt. Und ja, wie gesagt, also wenn man das tauschen will, dann kann man jetzt eben auch hier das Klebeband dann einfach auf die neue drauf machen. Die kommt dann wieder zurück in den Slot, geht auch nur in eine Richtung, so würde die gar nicht passen. Da einfach bis ganz nach hinten rein. Dann wird die wieder ein bisschen nach unten gedrückt und eben einfach wieder verschraubt. Beim Lüfter ist es hier so, dass man den auch einzeln tauschen kann. Und der wird jetzt in dem Fall nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und das Lüfterkabel geht hier hin. Ja, und das kann man so einfach nach hinten hin rausziehen. Da kann man auch vorsichtig das am Kabelbund fassen und dann nach hinten hin rausziehen. Wie gesagt, also ich probiere da eigentlich lieber am Stecker selber zu fassen, dass die Kabel da, die sehen mir nicht so stabil aus. Genau. Ja, und dann kann man den Lüfter nach oben hin aus dem Gehäuse nehmen und so eben dann natürlich auch tauschen. Und ja, also bei der Steckverbindung hier ist es so, man kann auf der einen Seite hier Kontakte sehen. Die sind nur auf der einen. Und beim Wiederverbinden zeigen die Kontakte nach unten. Und das würde ich auch immer als allererstes machen. Also auch beim neuen Lüfter als allererstes das Kabel wieder verbinden, damit man das nicht vergisst. Das ist nämlich super ärgerlich. Dann müsste man das alles nochmal aufmachen. Und genau, dann kann man den neuen Lüfter hier auf die Gewinde legen. Dann ist der passgenau. Die Kabel hier fädel ich mal wieder ein bisschen hier unten durch, dass die nicht unter den Lüfter kommen und dann vielleicht sogar irgendwie brechen. Genau. Und dann ja, muss man den nur wieder verschrauben. So, Akku-Einbau, genauso einfach wie der Ausbau. Dazu kommt eben genau diese Stelle wieder hier auf das Mainboard. Das merkt man super, wie sich das wieder verbindet. Der sitzt ja hier auch passgenau, also es gibt da überhaupt keine Auswahlmöglichkeiten. Und dann muss der nur noch wieder verschraubt werden und man hat da alles mit einem Mal erledigt. So, ja. Und wie gesagt, bei der Unterseite ist es ja so, dass man die nicht festdrückt oder irgendwas, dass die nirgendwo einrastet. Schauen, dass die kleinen Gummifüßchen hier wieder drauf sitzen und ansonsten wird die eigentlich nur drauf gelegt und dann wieder verschraubt und dann sitzt das eigentlich auch alles schon wieder. Und ja, also
super einfach bei dem Modell hier. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.